Australien, Outback. Vor 150 Jahren hatte noch keiner der weißen Einwanderer diesen Teil des Kontinents zu Gesicht bekommen. Viele Forscher und Abenteurer, die damals als Erste versuchten, ins Binnenland vorzudringen, bezahlten ihren Wagemut mit dem Leben. Einige verdursteten, andere verschwanden einfach spurlos und unauffindbar. Es waren vor allem die extreme Hitze und die unendlichen Entfernungen im Inneren Australiens, die den weißhäutigen Menschen ihre Grenzen zeigten. Die damals üblichen Last- und Reittiere, also Pferde und Ochsen, erwiesen sich als völlig ungeeignet. Für eine denkbare Besiedlung des Zentrums mussten also ganz andere Transportmittel her. Hier in der Mitte Südaustraliens zeigt sich die Unnahbarkeit des Binnenlandes am deutlichsten. Der Kontinent ist da nicht nur am heißesten, sondern auch am tiefsten. Geprägt wird die Gegend von einem Salzsee, Lake Eyre, 16 Meter unter dem Meeresspiegel, der größte See Australiens und einer der trockensten. In seinen Zuflüssen verdunstet das Wasser, bevor es ihn erreicht. Dafür türmt sich das Salz an seiner Oberfläche bis zu 5 Meter dick. Das einzig Lebendige hier, außer einem selbst, sind die Fliegen. Von denen hat es mehr als genug. Ein Expeditionsleiter beschrieb die Eindrücke beim Anblick des Sees einst sehr treffend. Alle hier spüren das Gefühl von Verlassenheit und Tod. Wie beim Betreten einer riesigen Grabhöhle beeilt man sich, die Stille zu durchbrechen. Die Flüsse sind ausgetrocknet, die Bäume abgestorben, aber überschattet werden all die Toten durch den eigentlichen Mittelpunkt dieser Landschaft, den riesigen See selbst. Ein furchterregendes Zerrbild, ein weißes, weites, hingestrecktes Gespenst. Dieser Reisende ist nur ein Tourist im Outback. Aber sein Anblick weckt Erinnerungen an die, die den Weg schließlich freimachten. Auch sie zogen hier entlang, bekleidet mit Turban und weiten Gewändern. Und sie stammten von einem fernen Land, redeten in einer fremden Sprache und ihre Transportmittel waren schwer bepackt. Es war zu den Zeiten, als das Kamel nach Australien kam. Die wirklich allerersten Kamele waren einzelne Exemplare, die speziell für Expeditionen ins Land gebracht worden waren. Und schnell hatte man festgestellt, dass diese Tiere den Verhältnissen im Binnenland Australiens erheblich besser angepasst waren als Pferde und Ochsen. Viele Schiffe des englischen Mutterlandes legten auf ihrem Weg nach Australien in der Kronkolonie Indien an. Da lag es nahe, aus Afghanistan solche Tiere zu importieren. Und so kam 1866 die erste kommerzielle Kamellieferung in Port Augusta per Dampfschiff an. Mit ihr kamen die afghanischen Kameltreiber. Die waren sozusagen das Bedienungspersonal für die mit Kamelen unerfahrenen Australier und etablierten sich in deren Kopf- und Sprachgebrauch schlicht als Afghans. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. This period of Afghan Die meisten afghanischen Treiber kamen so zwischen den 1860ern und 1900. Die Regierung brauchte die Afghans, weil sie die Kamele brauchte. Und sie brauchte die Kamele, um in das trockene Binnenland vorzudringen. Die Einwanderer waren teilweise erfolgreiche Kamelhändler und die bezahlten auch befreundeten Landsleuten die Überfahrt. Aber viele kamen hier wirklich ohne einen Penny an, um dann festzustellen, dass es überhaupt keine Arbeit für sie gab. Dafür bekamen die australischen Behörden einigen Ärger. Die Ochsentreiber zum Beispiel fühlten sich in ihrer Existenz bedroht und machten Druck, die Flut der afghanischen Kameltreiber zu stoppen.
an effort going to stop the flood of Afghan camellias. Karen Burke ist afghanischer Abstammung. 2 ihrer Urgroßväter waren mit den Kamelen aus Afghanistan eingewandert. Das Haus, in dem sie lebt, ist eines der wenigen erhaltenen Afghan-Häuser, die fast ausnahmslos aus Wellblech gebaut waren. Viele Jahre hat sich Karen mit ihren eigenen Wurzeln beschäftigt. Sie kennt sich mit Geschichte und Tradition der Afghans in Australien bestens aus. Die Kamele waren aus dem Outback bald nicht mehr wegzudenken. Neue und größere Märkte erschlossen sich ihnen durch die erste Eisenbahnlinie ins Landesinnere. Immer mehr Güter mussten von den Bahnhöfen zu entlegenen Plätzen transportiert werden. Die Afghans zogen nun zunehmend in die Orte an der Strecke. Und zwar meist in eigene Siedlungen am Stadtrand, den sogenannten Ghan Towns. So auch in Mari. Die Stadt und vor allem ihr Bahnhof wurde 1883 nahe einer Quelle geplant und errichtet. Aus dem Nichts und im Nichts. Der Bau der ersten Eisenbahnlinie von Port Augusta an der Südküste über Mari, William Creek und Oodnadatta weiter in die Mitte Australiens schritt gerade zügig voran. In Mari sollten die Dampflokomotiven neues Wasser fassen und die Viehwaggons mit Rindern beladen werden, die von Birdsville im fernen Queensland hierher getrieben worden waren. Im Gegenzug gelangte Material zum Bau von Brunnen nach Mari sowie Versorgungsgüter für die wachsende Zahl von Farmern im Hinterland. Vor allem in den ersten 8 Jahren war Mari Boomtown und der wichtigste Vorposten Australiens im Binnenland. Wie an fast allen Haltepunkten übernahmen hier am Bahnhof Kamele die Fracht zum Weitertransport. Und die Kamele unterstanden den Afghans. Deren ständige Präsenz an den Verladestellen gab dem Zug auch seinen Namen. Afghan Express war es wohl ursprünglich, aber bald hieß er schlicht The Ghan. Fast ein Jahrhundert lang fuhr der Ghan. Und immer war seine Zuverlässigkeit abhängig vom Wetter. Entweder verbogen sich die Schienen in sengender Hitze, oder sintflutartige Regenfälle spülten Teile der Strecke fort. Lange nachdem das Auto die Kamele verdrängt hatte, wurde 1980 auch die Bahnlinie geschlossen. Und Mari versank im Dornröschenschlaf. Heute ist das Mari General Store ein bisschen der Nabel zur Außenwelt. Es ist Tankstelle, Supermarkt und Imbiss, aber auch Post und Bank. Im Haus dahinter wohnt Zaini Cam, die Großmutter von Karen Burke. Ihr Vater war Kamelhändler, ihr verstorbener Ehemann Kameltreiber. Sie ist einer der wenigen übrig gebliebenen Oldtimer aus den Tagen der Kamele. An die kann sie sich jedenfalls besser erinnern als an ihr eigenes Alter. What was it, Lizzie? 81. Wie alt, Lizzie? 81. 81. Lizzie? 85. Yeah, 85. 85. Ach, manchmal vergesse ich's halt. Wie alt war Ihr Mann, als er Kameltreiber wurde? Oh, about 10 years old. Ungefähr 10 Jahre alt. War das üblich, dass schon Kinder als Treiber arbeiteten? Well, they didn't do any heavy work. You know, they'd go with their dads. Sie machten nicht die schweren Arbeiten. Sie gingen mit ihren Vätern. Sie sammelten die Kamele für die Nacht, brachten sie weg und am nächsten Morgen auch wieder zurück. Sie ließen die Tiere niedersitzen, um sie mit den Lebensmitteln zu beladen, die nach Birdsville mussten. Sie kamen in üblem Zustand hier an und auch ohne ihre Frauen. Ein paar Vermögendere haben es später geschafft, Söhne und Brüder nachkommen zu lassen, aber Frauen war das grundsätzlich verboten. Die ersten kamen hierher und die haben ihren Freunden zu Hause erzählt, wie gut es in Australien ist. Die waren dann die Nächsten, die kamen.
Viele afghanische Kameltreiber kamen hierher in der Hoffnung, in einem neuen Land mit neuen Möglichkeiten erfolgreich zu sein. Viele träumten davon, wieder zu ihren Familien zurückzukehren. Tragisch war, wenn Afghans nach Australien kamen und feststellen mussten, dass es gar nicht so viel Arbeit gab wie gedacht. Viele lebten dann in elenden Verhältnissen und in einigen Fällen bezahlten reiche Kamelhändler sogar die Schiffspassage zurück in die Heimat für Kameljungs, denen es besonders dreckig ging. Ein paar Hartnäckige heirateten irische oder schottische Witwen mit bis zu 6 Kindern. Und später gab es wohl eine Zeit, in der die Afghans Aboriginals heirateten. Das war aber mehr in der Gegend von Utnadatta als in Mari. Das erste fertiggestellte Gebäude in Mari, außer dem Bahnhof, war das Great Northern Hotel. Damals wie heute der einzige zweistöckige Sandsteinbau im Umkreis von 300 Kilometern. Von seiner Veranda bot sich ein freier Blick über die Bahnanlagen, über die Viehkoppeln, in denen ganze Herden auf das Verladen warteten, und auf die Kamele, die von den Afghans mit angekommenen Frachten bepackt wurden. Bis auf Details zeigt sich dieses Haus voller Geschichten noch wie vor 115 Jahren. Und selbst in den Räumen kommt es einem vor, als sei hier das viktorianische Zeitalter stehen geblieben. Immer noch werden die Handtücher täglich frisch und kunstvoll gefaltet. Und all das in einem Teil des Kontinents, den viele Australier ohne Zögern als Busch bezeichnen würden. Die Sonne noch hoch am Himmel, steht Peter McGuire, der Chef des Hauses, schon hinter der Bar. Hat er das Gefühl, im Busch zu leben? Busch ist, wo 2, 3 Leute auf einer großen Farm arbeiten und wirklich von allem abgeschnitten sind. Wir haben eine Krankenschwester, ein Hospital, einen Polizisten und eine kleine multikulturelle Gemeinde. Die fliegenden Ärzte können in einer Stunde hier sein. Wir sind nicht richtig isoliert. Und die Leute auf den Farmen eigentlich auch nicht. Die meisten haben ja Flugzeuge. Manchmal ist das in der Stadt sogar schlimmer. Da braucht es schon eine Stunde, bis der Krankenwagen kommt. Und wir sind innerhalb von 2 Stunden im Krankenhaus von Port Augusta. Erst wenn du völlig auf dich selbst gestellt bist, bist du, glaube ich, im Busch. In Port Augusta Hospital in 2 hours, so it's, when you're really stuck on your own, that's what I think is the bush. Meanwhile, on the Gann, the staff is busy. Stewards Marty O'Loughlin and Ron Davey polish the table silver. The Gann crosses the Fink on a new low-level bridge built with ramps to let the debris float through when the rains come. Lunch is on, and in the dining car, the steward, Michael Wilde, has a busy couple of hours. But Michael's still got time to talk to his passengers. Strangely formed Coulson's Peak in the Musgrave Range arouses interest. Early in the morning, the Gann reaches Mari. Mari is a romantic old cattle town, the end of the famous Birdsville Track, down which over the years stockmen have driven many thousands of head of cattle from western Queensland. Heute erscheint das alles wie ein Traum. Aber so war das damals, als die Räder noch rollten. Der Zug machte Kontakte zur Außenwelt möglich. Gleichzeitig förderte die regelmäßige Ankunft des Gann auch das soziale Leben innerhalb Maris. Das Wertvollste aber, was die Bahnlinie mit sich brachte, war Arbeit. I worked for the railways for so many years in different places.
As a ganger. Ich habe so viele Jahre für die Eisenbahn gearbeitet, als Geher, sowas wie ein Gleisarbeiter. Wir hatten die Strecke zu kontrollieren. Wir mussten die Schwellen, die Verbindungen prüfen, also alles, was mit den Schienen zu tun hat. Zwischen Murray und Alice Springs. Das waren noch gute Zeiten. Es gab Arbeit für jeden. It was quite good them days. There were a job for everyone. Yes, the old trains. It's the biggest loss we ever got. We cried, we hung on to it. Unser alter Zug, unser größter Verlust. Wir haben so geheult. In der letzten Nacht gab es ein riesiges Abschiedsfest. Der Zug kam einmal die Woche und es war ein besonderer Tag. Es pfiff aus dieser Richtung und die ganze Stadt machte sich auf zum Bahnhof. Es war ein großartiger Ort. Alle trafen sich und saßen auf dem Bahnsteig, machten Späße, schwätzten, tranken was und warteten auf den Zug. Mit dem Ende der Bahnlinie verließen viele Leute Murray, die jetzt keinen Job mehr hatten. Die Einwohnerzahl sank rapide und so mancher sah das Ende der Stadt gekommen. Was aber tatsächlich kam, waren mehr und mehr Touristen. Und auch mit denen kann man Geld verdienen. Im Great Northern Hotel kennt man sich da aus. In the winter months, it's about 90% Australian. From the south coming up for the warmer. Im Winter sind es zu 90% Australier, denen es im Süden zu kalt ist. Viele ältere Leute von Victoria, die weg wollen vom harten Winter dort. Im Sommer haben wir dafür die Europäer, Deutsche, Schweizer, Franzosen, ein paar Japaner. Und dann noch die Vögel, die auf langen Trips sind. Die sind 6, 7 Monate in Australien und kommen zu jeder Jahreszeit. Aber im Sommer geht's runter auf 20% von dem, was im Winter läuft. In the summer months of what the winter months are. Why? It's too bloody hot. Well, during the summer we have a lot of mishaps with the heat. And if the railway track is not set down hard enough. Im Sommer gab es viele Probleme wegen der Hitze. Wenn die Schienen nicht richtig sitzen, verziehen sie sich. An den Stößen muss Spielraum sein, sonst dehnen sich die Gleise bei Hitze aus und wissen nicht wohin. Und dann verbiegen sie sich halt. Otherwise, when the heat, it stretches out. You got nowhere to go, so you'd have to kick out. Oh, there's a lot of little. I mean, if you're on the railway, you learn a lot of these things. Wenn du bei der Bahn warst, weißt du das. Ansonsten interessiert es dich wohl weniger. 45, 46, 47 is hot. 45, 46, 47 Grad ist heiß. In meinem 1. Februar hier hatten wir 17 Tage mit weit über 40 Grad, die meisten sogar über 45 Grad. Alle Maschinen machen schlapp, die Laune der Leute wird immer schlechter. Je länger die Hitze dauert, umso mehr löst sich auf. Aber sobald es 2, 3 Tage auf 30 oder 35 Grad abgekühlt hat, kommt alles wieder in Gang. Es sind die langen, heißen Perioden, die einen fertig machen. Ich lache immer über die Touristen, die sich Luft zufächeln und fragen, wie man es hier aushält. Ach, denke ich, eigentlich sollte ich eine Strickjacke anziehen. Und dann schaue ich an mir runter und habe schon eine an. This side of Murray is known as Gantown. Dieser Teil von Murray ist bekannt als Gantown. Hierher zogen die Afghans, die vor dem Bau der Stadt ihr Lager weiter draußen an der Quelle hatten. Gantowns entstanden in vielen Wüstenorten. Die Afghans waren geprägt von ihrer eigenen Kultur und Lebensweise, aber auch wegen der damals weit verbreiteten Vorurteile seitens der Australier neigten die meisten dazu, unter sich zu bleiben und gründeten ihre eigenen Siedlungen. Es gab damals wohl sehr freundliche Weiße, aber auch viele rassistische Leute. Es war das viktorianische Zeitalter und jeder sollte sich anpassen. Man misstraute den Afghans und hatte Angst vor ihnen, eben weil ihre Gebräuche so anders waren und ihre Kultur und ihre Religion. Sie beteten halt 5-mal am Tag und wo auch immer sie sich ansiedelten, bauten sie aus Lehm ihre Buschmoscheen.
Sie hätten nichts gegessen, wenn die Speisen nicht nach ihren religiösen Vorschriften zubereitet waren. Niemals hätte man einen von ihnen in der Nähe eines Metzgerladens gesehen. Ein Schwein durfte man noch nicht einmal anschauen. Wenn eines auftauchte, haben wir Kinder uns Sachen über den Kopf gezogen. Und manchmal, wenn wir in der Schule Streit hatten, brachten die anderen Kinder kleine Stücke Schweinefleisch mit. Da haben wir uns die Augen zugehalten vor Angst. Die Generation meiner Großmutter isst zum Beispiel kein Schweinefleisch. Und als so eine Art Familienspaß tun wir ihr manchmal Speck in den Kühlschrank. Aber das hält sie schon aus. Ich habe nichts angerührt, was ich nicht kannte. Ich wüsste auch nicht, wie man Speck zubereitet. Ich weiß, dass man es in eine Pfanne tut. Komisch in meinem Alter, aber ich würde es immer noch nicht essen. In Adelaide, in einem dieser großen, tollen Restaurants, schaut mich meine Tochter an und gibt mir einen Wink und ich kriege den Mund nicht mehr auf, weil es Schwein sein könnte. Alle haben sich halb totgelacht darüber. Schinken. Ich habe niemals Schinken angefasst. Und meine Kinder lieben Schinken. Ich kann es noch nicht mal anschauen. Da ist wohl eine ganze Menge Afghan in mir. Wer Maori nach Norden verlässt, der weiß bald, was die afghanischen Kameltreiber die längste Zeit des Jahres vor Augen hatten. Weite, Einsamkeit und Sonne, ohne eine Spur von Schatten. Nicht unbedingt Monotonie oder Kargheit, aber Minimalistisches, was die gewohnte Struktur der Umwelt betrifft. Nichts Zivilisatorisches mehr, abgesehen vom staubigen Band der Straße. Wenig Erhabenes, was Konturen gegen den Himmel bildet. Seen und Quellen, gespeist aus unterirdischem Wasser, haben den Betrieb von Dampflokomotiven und damit den Bau der Bahnlinie erst ermöglicht. Demzufolge wurden Tankstationen und Haltestellen an diesen Orten eingerichtet. Coward Springs ist so eine Oase, umstanden von Palmen und Bäumen, sowie dem Markenzeichen der Dampflokzeiten des GAM, einem Hochtank und dem Filtersystem zur Aufbereitung des extrem harten Wassers. Durch die extrem tiefe Lage sammeln sich in dieser Gegend die Niederschläge eines großen Teils Zentralaustraliens. Doch oberirdisch verdunsten die meisten Flüsse, bevor sie irgendwo ankommen. Das, was versickert, bildet im Boden riesige artesische Reservoirs, die unter dem Druck des nachfließenden Wassers nach außen drängen. Mount Springs, Hügelquellen, sind eine Form des Überlaufs. Sie wuchsen in Jahrtausenden durch Sedimentablagerungen, die beim Verdunsten des Wassers frei werden. Diese hier heißt Blanche Cap und ist, eingerahmt von Wüstenlandschaft, so schön, dass es einem trotz der Hitze schaudert. Beresford Siding ist an der alten Bahnstrecke eine weitere artesische Quelle, die durch einen künstlichen Damm zum See gestaut wurde. Aber statt Dampfwolken ziehen nur noch weiße Schwärme von Kakadus über das Wasser. The Gann is now a slim, shiny ribbon in a vast ocean of red north of the Pink River. In the roomy, well-furnished lounge car, conductor Roy Werthel answers questions and points out scenes of interest. Something has caught his eye.
Youngsters from the cattle station have challenged the GAN to a race. They gallop across the bare, dry plain at high speed. What a picture they make, and what a setting. William Creek. Es gibt Leute, die empfinden diesen Platz als Vorhof zur Hölle. Für andere ist es der schönste Ort auf Erden. Hinter dem ersten Haus ist bereits das Zentrum der Stadt erreicht, das William Creek Hotel. Im Moment schmeißt die Familie von Peter Moore den Laden hier. Und im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger gefällt es ihm nach 2 Jahren immer noch. William Creek is the smallest registered town in Australia, yes. William Creek ist die kleinste eingetragene Stadt Australiens und es gibt verschiedene Ansichten über die Einwohnerzahl. Im Moment jedenfalls ist es nur meine Familie. Es gibt ein paar mehr, genau gesagt 2, aber die sind nur im Winter da. Die Bar ist Kultstätte für Souvenirsammler. Nur, dass viele Gäste Andenken dalassen, statt mitzunehmen. Bemerkenswert ist aber auch der Service des Hauses. Nun, hier mitten in der Wüste müssen wir alles anbieten. Für die Deutschen setze ich meinen Hut auf und frage, und einen Japaner kann ich auch anquatschen. Wenn sein Motorrad nicht mehr läuft, repariere ich es. Will er campen, kriegt er ein Zelt. Letzte Nacht ist ein Wagen in den Graben gefahren, wir haben ihn rausgezogen. Ist jemand krank, werden die fliegenden Ärzte geholt. Liegt irgendwo eine Leiche, bergen wir diese. Wir bieten all das, was eine Stadt an Dienstleistungen bieten muss, nur unter einem Dach. So geruhsam wie heute geht es in William Creek selten zu. Vor allem im australischen Winter steigert sich die Zahl der Besucher auf bis zu 300 Wagen täglich. Das Schwimmbad dürfte dann hinsichtlich seiner Attraktivität nicht viel schlechter liegen als die Bar. Beim Golfplatz regen sich da eher Zweifel. Yes, golf course. We put the golf course in. Den Golfplatz haben wir angelegt wegen der vielen Farmarbeiter. Die saufen wie die Löcher. Sie kommen samstags nach hunderten Kilometer Fahrt, weil wir die nächste Kneipe sind und trinken bis zum Umfallen. Am nächsten Morgen stehen sie dann schon wieder in der Bar. Deshalb der Golfplatz. Damit wir sie ein paar Stunden loskriegen, sagen wir dann, du gehst Golf spielen. Mit dem Schwimmbad ist es ähnlich. Außerdem sieht man da gut den Unterschied zwischen Australiern und Europäern. Australier schwimmen gewöhnlich mit Badehose, Europäer lieber ohne. So haben die australischen Touristen endlich die Gelegenheit, Europäer ohne Badehose schwimmen zu sehen. Natürlich gibt es in William Creek keine Lehrer. Trotzdem sind die beiden Töchter von Peter Moore hier auf dem Weg in ihr Klassenzimmer. Das hier nennen wir unseren Schulbus. Hier gehen wir jeden Morgen zur Schule. So weit draußen gibt es halt keine normale Schule. Deshalb machen wir das per Funk, täglich eine halbe Stunde. Wir kommen um 8:30 hierher und bereiten alles vor. Anschließend erfahren wir per Funk, was heute so anliegt. Wir machen zum Beispiel Mathe, dann gibt's was zu essen und zu trinken und danach dann Sprachunterricht. Und wo kommen die Schulbücher her? Von Port Augusta, wie unsere Lehrer. Die schicken uns die Unterlagen und wenn wir die durchgearbeitet haben, schicken wir sie zur Korrektur zurück. Hast du deine Lehrer schon mal gesehen? Die Klasse trifft sich einmal pro Schuljahr zum Austausch und Kennenlernen. Die Lehrer können aber auch hierher kommen, um zu sehen, wie es läuft.
Und noch eine ganz andere Frage. Hast du das Funkgerät schon mal abgeschaltet, weil du gerade keine Lust mehr auf Schule hattest? Das kannst du nicht bringen, echt. Höchstens, wenn der Empfang schlecht ist. Wie sehr viele der auf sich selbst gestellten Bewohner des Outback hat Peter Moore ein Flugzeug. William Creek ist das echte Outback. Es gibt eine Reihe anderer Kneipen und Orte, die sich Bushpubs nennen, aber wenn man genau hinschaut, haben die Strom, ist da Wasser und es gibt Nachbarn. Wir dagegen sind ein Pub mitten in der Wüste mit nichts. Wir sind wirklich das, wofür wir bekannt sind, die abgelegenste Kneipe der Welt. Was sieht man denn auf dem Weg von Murray hierher? Nichts. Da unten ist Anna Creek, die größte Rinderfarm der Welt. Von hier bis zur Farmgrenze sind es hunderte Kilometer und während unseres Flugs haben wir Anna Creek nicht verlassen. Diese ganze Fläche ist circa ein Drittel von Deutschland und da leben gerade mal 25 Leute. Aus der Distanz bekommt die Größe und Schönheit dieser Landschaft nochmals eine ganz andere Dimension. Aber auch von oben ist dabei Lake Eyre Mittelpunkt und Maßstab zugleich. Seine weißgraue, gleißende Fläche erstreckt sich bis zum Horizont, bretteben und funkelnd, unbeweglich wie ein weißer Granit mit dunklen Einschlüssen. Dieser Salzsee ist 10.000 Quadratkilometer groß, 200 Kilometer lang und bis zu 80 Kilometer breit. Mit Zuflüssen aus einem Sechstel der Fläche des Kontinents. Trotzdem war er in diesem Jahrhundert erst 3-mal richtig mit Wasser gefüllt. Wie hier in Edwards Creek sieht es heute an vielen Stellen entlang der alten Bahnlinie aus. Eine ehemalige Versorgungsstation mit ein paar Eisenbahnerhäusern, deren Leichtbauweise bis auf die gemauerten Kamine dem Zahn der Zeit nicht lange widerstanden hatte. Am besten hat sich die alte Tank- und Aufbereitungsanlage gehalten. Sie versorgt schon lange keine Lok mehr mit Wasser, aber immerhin bietet sie im weiten Umkreis den einzigen Schatten für ein paar neugierige Kängurus. Wie geplant wurde die Eisenbahnlinie von Murray aus nach William Creek und dann weiter nach Oodnadatta geführt. Es gibt Hinweise, dass der Bau der Strecke auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war. Seit mehreren Jahren herrschte anhaltende Dürre. Es gab kaum mehr etwas zu ernten und viele Feldarbeiter hatten keinen Job. Der eigentliche Grund war aber wohl doch wirtschaftlicher Natur. Die Bahnlinie sollte die Märkte im Süden zuverlässiger und schneller erreichbar machen, so zum Beispiel für das Schlachtvieh aus Queensland. Tatsächlich wurden später in guten Jahren über 50.000 Tiere mit dem Zug an die Küste gebracht. Kurdimurka. Auch hier wurden wieder Gleise gelegt.
Die ersten Hinterlassenschaften an der alten Strecke sind inzwischen vor dem endgültigen Verfall gerettet worden. Nachdem fast nichts mehr übrig ist, erwacht die Befürchtung, mit den letzten Spuren des alten Ghan könnte auch ein einmaliges Dokument australischen Pioniergeistes verloren gehen. Und man entdeckt die Bahnlinie wieder als Wirtschaftsfaktor, der Touristen in eine Gegend holt, wo es außer für Rinderfarmer nichts zu verdienen gibt. Auch Oodnadatta war Ghan Town. 6 Jahre nach Marie waren die Gleisbautrupps hier angekommen. Und Anfang 1890 wurde die Strecke eröffnet. Aber anders als Marie blieb Oodnadatta 40 Jahre lang Streckenkopf. So lange dauert es noch, bis die Bahn Alice Springs erreicht. Für die Afghans und ihre Kamele waren das die besten Zeiten überhaupt. Wo früher die Züge ankamen, ist heute ein kleines Eisenbahnmuseum. Wo heute die Züge ankommen, allerdings etwas andere, ist das Pink Roadhouse, die Haltestelle für Lastzüge und Roadtrains. Und hier im Geburtshaus des berühmten Oodna Burgers sinniert Clary über das Ende der Bahnlinie. A lot of jobs went. I mean, there's a big downfall in Oodnadatta, and I think it's the same in Marie. I mean, when the railway went, well, the boys, there's no jobs for them. A lot of Viele Jobs gingen verloren. Es war ein schwerer Schlag für Oodnadatta und wohl auch für Marie. Die meisten Jobs waren von den Eisenbahngesellschaften und mit dem Ende der Bahn brach das alles zusammen. Die Leute mussten hier weg, um Arbeit zu finden, oft ohne ihre Familie. Es war traurig. Und dann hat die Bahn ja auch Güter gebracht und das, was wir so brauchten. Danach mussten die Leute Lastwagen und Autos anschaffen und für das Vieh mussten Roadtrains her. Even with cattle, I mean, they've got to get, road trains and all this sort of. See, there was nothing those days. We used to, Wie sollten wir denn sonst unsere Lebensmittel kriegen? Da war doch sonst nichts. Wir brauchten den Zug. Für mich ist das nicht mehr Marie, seit die Bahn fort ist. Manchmal wache ich nachts auf und muss an den Zug denken. Da gibt es so viele Erinnerungen. Ich weiß nicht, wofür das die Strafe war, uns mit nichts sitzen zu lassen. Aber vielleicht kommt ja irgendwas anderes. Wenn Sie hier was finden würden, eine Goldmine oder sowas. Zwangsläufig hinterlässt Geschichte ihre Spuren auf Friedhöfen. Nicht anders in Marie. Und wie im Leben bleiben die Afghans auch hier unter sich. Hier neben dem Eingang ist der ursprünglich katholische Teil. Mittlerweile begraben die Aboriginals ihre Toten dort. Auf dieser Seite liegen die Europäer, viele Eisenbahnerfamilien, daneben Farmer, Gleisarbeiter mit ihren Angehörigen und eine ganze Reihe namenloser Kindergräber. Da war mal eine große Grippeepidemie. Dort hinten in der Ecke ist der afghanische Teil. Und da sind auch die 2 schräg liegenden Gräber der Gebrüder Singh. Die waren Sikhs. Man hat uns beigebracht, immer wenn wir auf den Friedhof gehen, Wasser mitzunehmen und auf oder um die Gräber zu gießen. Das bringt Glück. Wir geben Wasser und kriegen welches. Es ist komisch, hier zu sein, ohne Flaschen voll Wasser.
Ich bin oft hier gewesen mit alten Leuten, die nach Maury zurückkamen, um sich an frühere Zeiten zu erinnern, wegen der vielen namenlosen Gräber. Der eine oder andere weiß vielleicht doch noch, wer da liegt. Aber in den letzten 10 Jahren sind viele dieser alten Leute selbst gestorben und damit auch ihre Erinnerungen. Es wird Abend. In Maury lässt die Hitze nach. Die Straßen beleben sich. Peter McGuire hat für samstags eher wenig zu tun. Das liegt aber nur daran, dass für die Kids von Maury und den umliegenden Farmen ein Cricket-Match stattfindet. Und so sind auch die Großen am Sportplatz. An solchen Abenden, in diesen Momenten spürt man, dass die Stadt atmet. Dass die Menschen, die hier geblieben sind, diesen Ort immer noch als Mittelpunkt ihres Lebens empfinden. Und dass in Maury, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, Perspektiven vorhanden sind. Ich werde oft gefragt, wie kannst du in einer Geisterstadt leben? Und ich sage dann, weil ich es will. Ich gehe hier nicht weg. Natürlich ist es ruhig hier, aber dafür kriegst du selbst als alter Mensch noch mit, was läuft. Ein Ort ist immer so wie seine Menschen. Du sorgst selbst für deinen Spaß, du triffst deine Freunde und dann vergisst du, dass es den Zug nicht mehr gibt. Die Bahnlinie verlief neben der Straße, circa 100 Meter von hier. Als der Zug noch fuhr, ging das Hotel nicht sonderlich gut. Es war ein Service für die Leute von der Eisenbahn und der Zug hielt gerade mal 10 Minuten, weil Züge eben nicht an Kneipen halten. Aber als 1981 die Linie eingestellt wurde, da wollte auf einmal jeder sehen, wo die Strecke entlang geführt hatte. Seitdem hat sich der Verkehr hier verdoppelt. Nein, auf den Zug bin ich nicht scharf. Ich fänd's großartig. Ich wäre einer der Ersten, der mitfahren würde, schon um der alten Zeiten willen. Well, the very sad thing is it's been over 100 years of a decline in the Afghan culture. Seit 100 Jahren verfällt die Kultur der Afghans. Eigentlich sollten wir heute dieses Erbe feiern, aber wir kennen ja nicht mal mehr die afghanischen Gebräuche. Trotzdem denke ich, diejenigen, die dieses Erbe verstehen, sind sehr, sehr stolz darauf. Sie erkennen, dass das Wissen ihrer Vorfahren, wie man in der Wüste überlebt, die Besiedelung Zentralaustraliens 6 Jahrzehnte früher möglich machte. Die afghanischen Kameltreiber haben alles gegeben. Sie haben mit ihren Kamelen die Versorgung gesichert, die Wasserleitungen herbeigeschafft und auch die Brunnen gebohrt, aus denen die Bewohner des Outback ein Leben lang trinken. And to sink the bores that people are enjoying in their lives in the outback today.